Guten Morgen, Leute. Ich laufe heute die Belfeld-Grenztour. Die habe ich geplant, 20 Kilometer. Sind etwas mehr, 21 und ein bisschen. Und das wird überwiegend eine Waldwanderung sein. Schönes Wetter heute. Ich denke bis zu 22 Grad, bis wir zurück sind. Mehr wird es heute nicht. Die Luft ist wieder voll Chemtrails, also die Verbrecher sind wieder am Spritzen. Daraus sieht man zurzeit die Sonne nicht. Ich bin mal gespannt, diese Umgebung ist für mich unbekannt, also für mich auch fremd. Kommt wieder ein Auto. Okay. Wir sind gestartet bei Europarks in Belfeld. Und hier neben mir links ist ein Café, habe ich gesehen, aber es ist noch verschlossen. Jetzt ist es, scheint es so 8 Uhr. Also ist noch sehr früh in der Morgen. Und das ist Montagmorgen. Der 5. August, wenn ich es gut habe. Ja, es muss der 5. sein. Mal zählen. 6, 7, 8, ja, 5. August. Mein Gott, ich bin noch nicht richtig wach heute. Es war wieder ein Auto. Viel Verkehr hier. Also der 5. August heute. Wir werden mal sehen, was wir alles zu sehen bekommen heute. Laut Komoot ist das eine schwere Tour. Ich habe keine Ahnung, 20 Kilometer schwer. Naja, okay. Wir werden sehen. Da gibt schon das erste Wasser, ne? Unglaublich. Das ist der Beginn der Tour. Jetzt schon. Das ist erstaunlich. Und hier hört man Wasser reinlaufen irgendwo. Man kann es nicht sehen. Und Dornengestrüpp. Eieiei. Jetzt kommt die Sonne. Hier sind auch wieder Brombeeren. Aber sie sind alle noch nicht gut. Einige hier gibt es eine gute. Die ist gut. Herrlich.
Ah, Wildschweinezaun, okay. Es geht hoch, Leute, es geht hoch. Das ist eine gute Steigung hier. Wow. Da kommen wir her, da unten. Geht ja schon die ersten Kilometer schon schön zur Sache. Geht ja schon schön zur Sache, ne? Und Matsch gibt es hier auch. Rechts und wieder rechts. Oh, gehen die Stufen hoch. Okay. Vieles totes Holz hier. Und hier geht es irgendwie bergab wieder. Guck dir das mal an hier. Das ist unglaublich hier. Das sind richtige mächtige Stufen hier. Heilige Scheiße. Unglaublich. Ich dachte, das wäre eine flache Tour, aber das ist ja keine flache Tour mehr. Ja, recht durch geht ja wenig schwierig, ne? Und wieder Stufen. Oh mein Gott. Wahnsinn. Oh. Schau dir das hier mal an. Glücklicherweise ist es trocken. Da kann man ja kaum laufen. Heiliger Bimber. So einen langen Tag heute, wenn es so weitergeht. Ich habe jetzt 2,5
3 Kilometer gelaufen. Oh je, das ist sehr glatt. Ich brauche eigentlich andere Schuhe hier. Werkschuhe. Das hatte ich gar nicht erwartet. Guck mal, was jetzt hier runter geht. Das ist erstaunlich. Hier stimmt etwas nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und zurück. Denke hier nach unten. Diese Seite muss ich, glaube ich, haben. Schauen. Nein, auch nicht. Hilfe! Dann wahrscheinlich diese Seite. Das kann besser sein, denke ich. Ja, jetzt habe ich den Pfad gefunden. Also, manchmal ist es schon schwierig, ne? Und es geht wieder richtig hoch. Schau dir das hier.
Und ich kraxele den Berg hoch. Heiliger Scheiße. Der Hammer. Also, das war richtig. Ha. Nein. Nein. Ich muss hier hoch. Kann das sein? Ja. Scheinbar kann das sein hier. You're kidding me.
Nein. Ich bin weg von der Strecke. Das kann nicht sein. Das ist schwierig. Mann, ist das schwierig. Ich denke, hier denke ich. Ja. Ja. Jetzt bin ich gut. Man muss den Komoot gut im Auge behalten, ne? Weil das geht manchmal richtig schief. Wir haben jetzt 3,14 Kilometer gelaufen. Und das fühlt sich auch viel mehr an. Wieder ein Wildunterstand. Ne? Schau dir den Scheiß mal an. Ach du Scheiße. Ich werde mal versuchen, da entlang zu kommen. Ach du heiliger Scheiße. Dornengestrüpp. Da muss ich einfach... Ei, Scheiße, aua. Das tut ja weh. Mal schauen. Da über. So. Hier fahren Motorräder oder weiß ich nicht, was hier fährt. Motorräder wahrscheinlich nicht. Ich denke Fahrräder. Und die machen die ganze Pfade kaputt. Also Leute, nach 4 Kilometern, ein Fünftel der Strecke, habe ich mal eben eine kleine Pause, denn ich musste was trinken. Diese Strecke hat das in sich, ne? Es geht hoch und runter. Ich habe mich noch niemals so oft verlaufen als heute. Weil es ist manchmal sehr schwierig. Es gibt richtige Vergabelungen, wo man manchmal nicht sieht, bei Komoot, wo man richtig hin muss. Da muss man einfach austesten, ne? Ob man gut läuft, immer wieder vor und zurück. Und weiter geht es eigentlich gut, muss ich sagen. Und wenn es so weitergeht, wird es eine lange Strecke. Mit all diese Höhe und Tiefen. Ne? Ich werde euch mal sehen lassen, wie es hier herum aussieht. Oh. Man sieht schon, das ist alles Heide, wenn ich das gut sehe. Ihr könnt mich da ruhig korrigieren. Und wir gehen wieder im Wald rein. Und dann wandern wir wieder weiter. Ne? Ich habe auch schon Wanderer gesehen heute. Ach, das ist eine sehr rare Spezies, ne? Aber ich habe sie tatsächlich gesehen heute. Das ist matschig, Leute. Das hört man ja. Muss ich hier nach rechts, wie es aussieht. Eine Bank mit einer Meldung. Dass die Leute es auch sauber halten hier. Wir laufen jetzt Richtung ein Highlight der Weißer Stein. Das ist nicht weit mehr. Das laufen überall Käfer, überall. Das ist unglaublich. Ich habe schon Tausende gesehen heute. Ja, auch wieder. Unfassbar, wie viele von diesen Tieren hier rumlaufen.
neuen sind von Metall, die sind nicht mehr von Holz. Das ist ein Grenzstein. Deutschland, Niederlande. Und das ist ein Monument. Zum weißen Stein, Leute. Steht da. Schauen wir an. Kinderspielplatz. Das ist ein Restaurant oder so etwas. Okay. Da steht sogar ein Helikopter. Ein Hubschrauber. Auf Deutsch, ne? Helikopter ist ja Englisch. Oh. 8,86 Kilometer, 10 Uhr 5 und wir nähern uns einen Zaun. Und wir sind hier auf deutschem Grundgebiet. Und mein Telefon labert einfach weiter. Wieso ist das umzäunt hier? Weshalb, wieso? Keine Ahnung. Es geht wieder ein bisschen berghoch. Ne? Es geht ein bisschen hoch hier. Das ist immer nicht viele flache Passagen. Meistens ist das hoch oder runter. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Konnte ein militäres Gelände sein, aber das steht normal drauf. Ne? Bewacht mit Hunden und so weiter und so fort. Nein. Hab keine Ahnung. Also Leute, ich habe die Leute mal gefragt, die hier am Wandern waren, was es hier ist mit der Umzäunung. Und das war hier das größte Kriegsdepot von den Alliierten, sagten die. Also es ist ein ehemaliges Militärgelände. Und man hat das damals mit den Irakkrieg, glaube ich, oder Kuwaitkrieg, ich weiß es nicht, hat man das Ganze leer geräumt. Und jetzt kann man da durchwandern. Es gibt Zugänge zu dem Gebiet. Aber ich denke nicht, dass wir da kommen werden. Ich weiß es auch nicht. Wir werden sehen, Leute. Also, jetzt wissen wir es. Hier gibt es überall Parkplätze, Leute. Eine Bank, die werde ich mal nehmen, denke ich. Ich habe jetzt 10,4 Kilometer gelaufen. Also Kaltenkirch ist es
6 Kilometer, Belfort 6 Kilometer, 6,6, 6,8. Häufer, Weißenstein und Pracht und Kaltenkirchen. Und ein Radknotennetz. Und da ist tatsächlich eine Bank, aber es ist sehr matschig. Das war nur ein kleiner Teich. Und jetzt gehen wir zum großen Teich. Das Wasser, Leute, liegt da hinten, aber da komme ich nicht ran. Es ist komplett umzäunt. Man kann das auch nicht sehen, ne? Schade. Das ist eine Bank. Möchte ich nicht drauf sitzen. Also leider. Pustekuchen. Ich denke, machst du bei dem Wasser halt eine Rast, aber nein. Geht es nicht werden, Leute. Manchmal belästigen mich die Fliegen, ne? Aber hier ist eine Bank. Da kann ich mal eben Ruhe. Wow! Naturschutzgebiet, natürlich. Wie gehabt. So, Freunde. Jetzt habe ich eine Rast. Nach 13 Kilometer. Da der Rastplatz, den ich ausgesucht habe, war eine volle Niete. Da war ein Wasser, das stimmt, aber man konnte es nicht sehen, weil das Problem war ja, dass das Ganze umzäunt war. Ne? Mal eben was trinken, ich habe noch einen Apfel. Wir haben 8 Kilometer bis zurück zum Auto. Das letzte Stück der Strecke war nicht so spektakulär, ne? Es war mehr Waldautobahn. Nur die ersten 4 Kilometer, die gingen richtig hoch. Hoch. Aber jetzt ist, ja, Naturschutzgebiet. Da war noch einer seine Schlüssel vergessen, ne? Bei die Bank, bei die asphaltierte Straße. Ich habe den liegen lassen. Ob der Mann das sieht, der Frau es sieht, ich denke nicht. Und ja, bin ich mal gespannt, was das letzte noch bringt. Ne? Und das ist ruhig hier. Ich höre keine Zivilisation, es ist einfach still.
Ja, wenn man gut zuhört, hört man in der weite Ferne doch einiges an Zivilisation. Jawohl. Okay, ich werde weiter meine Rast machen und laufe einfach das letzte Stück, die letzten 8 Kilometer. Und hoffentlich bekommen wir noch was zu sehen inzwischen. Ich denke schon. An vielen Sehenswürdigkeiten gab es bis heute eigentlich gar nicht hier. Also hier gibt es wieder Wasser, Leute. Und Komoot labert, dass ich kein Internet habe. Das weiß ich auch, dass ich kein Internet habe. Und ich habe noch die Karten offline. Muss kein Problem sein, dass ich kein Internet habe. Was für ein Schwachsinn mit Komoot. Denn hier gibt es absolut kein Netzwerk zurzeit. Ab und zu mal ein bisschen KPN, Niederlande, aber sonst gar nichts. Auf dem Handy ist es tote Hose. Das ist eine richtige Moorlandschaft, wenn er es mir fragt. Ah, da gehen die Sirenen wieder, hä? Braucht keiner. Schau dir das mal an, wie viele Mistkäfer. Ein bisschen Mist, ne? Heiliger Scheiße, das sind viele. Wow. Ich weiß ja noch nicht mehr, was rechts und links ist. Unglaublich. Sogar im Wald hört man noch die Sirene von die Verbrecher, ne? Unglaublich. Gesundheitsgefahr. Okay. Da gibt es auch was von der Seite. Und an der anderen Seite auch. Was war denn das? Naja. Schauen wir den Tümpel mal an, ne?
hoffe, dass ihr den Vogel noch gesehen habt. Da sitzt er auf dem Ast. Versuche die Libellen zu folgen. Ein Unterstand mit Rädern. Und ich laufe hier durch den tiefsten Dschungel. Aber auch hier keine Löwen. Und temperaturmäßig ist es schönes Wanderwetter heute. Herrliche Temperatur, kann man gut laufen. Mal wieder um den Matsch herum. Und jeder, der die Strecke gerne laufen möchte, sie ist zu finden auf Patreon. Und ihr unterstützt damit auch noch den Kanal. Ihr unterstützt damit auch noch den Kanal und macht auch noch etwas Gutes. Unterstützt einen armen Mann, der zurzeit kein Einkommen hat, weil er keine Arbeit hat und keine Staatsangehörigkeit. Also souverän. Freundliche Grüße, die Verbrecher. Da ging ein Froschlein ins Wasser. Hier kann man absolut nicht laufen, das ist Moorlandschaft.
Leute, schaut dir den mal an. Schau mal, das ist mal ein Teil, ne? Heiliger Scheiße. Oh, oh. Der ist richtig dick. Boah. Unglaublich. Was für ein Baum. Das ist der größte, da stehen noch mehr von diesen Jungs. Da steht auch einer. Da bin ich mit meiner Wenigkeit hinter dem Baum. Man kann mich gar nicht mehr sehen. Ne? So, das sieht er jetzt. Das Ding ist unglaublich. Laufe weg von der Strecke. Ja, ja. Oh, oh. Der kommt sowas von Auto behalten. Ups. Neue Bäume. Heidelandschaft. Hühnergarten. Mr. X. Ja, wer ist Mr. X? Oh, das ist Gamma. Unglaublich.
Heilige Scheiße, das ist ja richtig Gamma. Also hier muss man dann stehen, um zu schießen. Na, das ist ja nicht viel Raum, ne? Wow. Ganz wenig. Auch eine Bank. Tja. Oh. Mal een beetje Höhe, café. Was ist das für ein Café hier? Da ist nichts los, wahrscheinlich Ferien. Kaldenkirche, 4,3 Kilometer. Ja Leute, ich bin zurück beim Auto. Versuche hier die Abmoderation zu machen, aber es ist schwierig, weil es ist viel zu viel los hier auf dem Parkplatz. Hatte ein kleines Problem mit Komoot, hatte den pausiert, da war kein Netzwerk, konnte ich den nicht mehr aktivieren. Also habe ich jetzt statt 21,4 Kilometer nur 17,6. Ja, das hat ein Weilchen gedauert, bis ich den wieder aktivieren konnte. Das ist ja schlecht, ne? Da sind mich 3-4 Kilometer flöten gegangen. Weiter, es war eine schöne Tour, ganz schöne Umgebung zum Wandern. Ne? Sehenswürdigkeiten, naja, eigentlich keine, nicht so viel. Ich habe versucht, irgendetwas draus zu machen. Aber ja, das ist eigentlich richtig eine Wandergegend. Das ist nicht wie die Waldfeuter Möhle-Tour, wo man durch urbanes Gebiet läuft und so, da gibt alles zu sehen, das ist hier nicht. Wieder ein Auto, wieder ein Fahrrad. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von dem Video fand. Abonniert euch auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Geht raus und bewegt euch. Ciao, ciao.